Eine kleine Sensation, Pössl Roadstar 600L. Das Besondere ist 6 Meter und Längsbetten. Ja, wie geht das? Das werden wir gleich mal zeigen. Das geht und das ist auch wirklich möglich. Wir haben wirklich tolle Grundrisse hier in dem Schwarz. Steht noch wieder auf Citroën Roadstar 600L. Das ist der Grundriss. Da ist die Mitte. Also vorne eine ganz normale Dinette. Das werden wir uns gleich aber nochmal drin ansehen. Und hinten dann die Längsbetten, die mit drin sind. Das Ganze unter 3,5 Tonnen Zuladung. Knapp eine halbe Tonne, 520 Kilo. Also rund eine halbe Tonne und 66.245 Euro. Wie er hier steht, Grundpreis 51.499 Euro. Es gibt einen Pössl-Katalog. Den kann man sich downloaden. Da ist er drauf und wenn ihr da drauf geht, dann bekommt ihr jetzt, wenn ihr ein Standbild macht, den Pössl-Katalog. 6 Meter Länge und Längsbetten. Ist das möglich? Ich denke ja. Wir werden jetzt mal reinschauen von hinten. Das ist das Fahrzeug von hinten. Eine Doppel-Rückfahrkamera von Dometic ist eingebaut. Die ist auch hochinteressant. Eine schaut nach hinten und eine schaut nach unten. Das ist schon mal klasse. Seitsrahmenfenster hier in dem Fahrzeug mit drin. Und das sind die Bettenmaße. Also Längsbetten auf 6 Meter. Jetzt werden viele sagen, naja, was ist denn daran so besonders? Guckt euch da mal um, wie viele Längsbetten es auf 6 Meter gibt. Das sind gar nicht so viele. Und wie das Ganze hier gelöst ist, das zeige ich euch jetzt mal. Hier ist der Gaskasten, linke Seite. Rechte Seite ist der Wassertank. Warum ich das weiß? Große Erfahrung, nein, stimmt nicht, sondern man sieht beim Wassertank sehr schön, das ist der Einfüllstutzen und der mündet dann außen auch auf dem blauen Deckel und so kann man sehen, dass da der Wassertank ist. Ja, die Bettlänge für lange Leute auch wirklich perfekt geeignet. Man sieht also sehr schön, dass die Holzverbinder überall sind. Das ist also, glaube ich, auch eine Besonderheit bei Pössl, dass die Verarbeitungsqualität wirklich toll ist. Also ich dachte immer so, Pössl, habt das so ein bisschen dem Einsteigersegment zugeordnet. Nein, das ist wirklich eine hohe Qualität. Alles ist hier nochmal verschraubt, verklebt, mit vielen Möbelverbindern versehen, damit auch ja so wenig wie möglich rappelt. Man hat also hier nochmal einen Schutz mit drin. Das ist ganz gut, dass man also hier im Schlafzustand, nämlich mit den Beinen dann gegen das Plissé stößt, das eventuell kaputt macht, deformiert und so weiter. Sowas kostet ja auch eine Menge Geld. Diese Einbuchtung hier, das ist für die Notöffnung, die ist hier drin, dass man die im geschlossenen Zustand dann noch betätigen kann und ich habe natürlich einen riesen Stauraum mit drin. Das ist das Zusatzbett, das kann ich also vorne installieren und habe dann nochmal ein zusätzliches Bett auf der Sitzgruppe, was ich bauen kann, wenn ich das dann möchte. So, 6 Meter und Längsbetten. Wie sieht das Ganze innen aus? Das werden wir euch jetzt mal zeigen. So ist das Fahrzeug von schräg hinten. Macht auch was her mit den Leichtmetallfelgen und allem drum und dran. Aber ich denke, in der Basisversion wird er wahrscheinlich in weiß kommen mit der kleinen Maschine. Vielen ist das auch vollkommen ausreichend. Also Seitsfenster, die komplett flächenbündig hier schließen, macht die Sache natürlich auch noch mal ein bisschen leiser. Und der Kühlschrank auf der Stirnseite richtig schick. Also ich bin jetzt schon ziemlich geflasht hier von den weißen Oberflächen, die drauf sind. Dann auch hier die Verarbeitungsqualität wirklich schön gemacht. Also die ganzen Kanten, wie sie hier sind, auch das Holz, da ist eine richtige spürbare Oberfläche mit drauf. Hier öffne ich mal, das ist der Kühlschrank von beiden Seiten zu öffnen. Das Bedienfeld ist abgesetzt, das haben wir jetzt schon bei vielen Fahrzeugen gesehen im neuen Modelljahr. Und auch die Optik hier mit den Sitzbezügen in grün, das macht richtig was her. Also ich finde es sehr, sehr ansprechend. Das Variobad, also ich nenne es mal nicht Variobad, das Kombibad mit den Rollen hier, das hat sich schon in den XL-Modellen bewährt, die also besonders hoch sind. Und das können wir uns ja gleich mal angucken. Das hat viele ganz tolle Funktionen. Der einzige Nachteil ist hier natürlich, dass ich hier komplett durchgucken kann. Ich mache mal zu, dann ist der Kontrast ein bisschen besser vom Licht her. So, dann könnt ihr mal reingucken. Also das ist jetzt so der Zustand, wenn ich jetzt hier einfach mal reinschaue. Hier vorne, da habe ich mein
Mache ich mal ein bisschen Licht an, dass man das Ganze mal sieht. Hier vorne habe ich meinen Kühlschrank mit drin, der ist von beiden Seiten zu öffnen. Das mache ich auch mal gerade. Also hier, wenn ich jetzt hier drin sitze, komme ich problemlos von innen, also hier von der Beifahrerseite an den Kühlschrank. Hier drunter ist die ganze Technik verbaut. Also in dem Fall, mal kurz mal gucken, in dem Fall nicht. Dann gleich mal suchen, wo die Heizung drin ist. Da war bisher immer üblicherweise die Heizung drin. Der Tisch lässt sich ausdrehen. Das Ganze lässt sich hier zum Bett auch umbauen. Kleines Notbett hier mit drin. Citroën mit 6-Gang-Schaltgetriebe. Ein Verdunklungssystem von Remy ist hier eingebaut. Zumindest sieht es mal aus wie Remy. Hier vorne steht Pössl dran, aber es sieht verdächtig nach Remy aus. Also das kennt ihr schon von vielen anderen Systemen. Hier wird einfach zugemacht. Und vorne im Frontbereich könnt ihr einfach das entriegeln und zuziehen. Ich mache euch das mal. Also das Ganze kommt dann hier raus. Und da ist das Verdunklungssystem, geht magnetisch auf beiden Seiten zu. Soundsystem ist hier noch nicht installiert, wird meistens dann installiert, wenn der Kunde die Fahrzeuge bekommt. Und nochmal ein Blick mit Licht hier ins Fahrzeug rein. Also man hat ein riesen Raumvolumen auf 6 Meter. Das ist schon sehr beeindruckend, weil einfach die Dusche und die Küche nicht so viel Platz wegnehmen. Man hat also hier keine Oberschränke zugebaut, sondern alles ist sehr luftig, kann komplett hier durchgucken und das schafft natürlich ein Raumgefühl. Stehhöhe, ich bin 1,83, ich habe noch ungefähr 8 cm Platz, weil ich die Schuhe abziehe. Also richtig üppig Platz hier von der Stehhöhe, aber nicht vergleichbar natürlich mit dem XL, mit dem Hochdach. Fliegengitter, das ist hier mit eingebaut. Das kann man also rausziehen über die ganze Türbreite. Das fällt für den Kühlschrank, das ist abgesetzt, das hier vorne drauf. Also der Kühlschrank, der hier vorne drauf ist, der wird dann von hier aus bedient. Das macht auch wirklich Sinn, weil die wichtigste Funktion bei dem Kühlschrank ist die Quiet-Funktion. Das ist ein Kompressorkühlschrank, ein kleiner Motor ist damit eingebaut und den kann ich nachts auf Quiet stellen. Das ist hier diese Funktion und das geht natürlich viel besser, wenn ich das im Stehen machen kann und mich da nicht bücken muss. So, Riesenbett mit drin. Auch hier werde ich mich gleich mal draufsetzen. Beide Stufen, die kann man öffnen. Ich mache das mal gerade. Hier auf der Seite. Jetzt ist der kleines bisschen Weg, da die aber reingeschraubt sind. Jetzt geht sie auf. Man sieht das hier, diesen Schrauben sind die nur ein paar Millimeter zu verdrehen und dann geht das auch viel einfacher wieder auf. Das ist, glaube ich, eine reine Einstellungssache. Dann setze ich mich mal aufs Bett. Was haben wir hier drin? Wir haben die typische Dometic-Schiene mit drin. Hier sind die Dometic-Lampen mit eingebaut. Also die werden dort einfach in die Schiene eingehangen. Und hier kann ich also auch Flächenleuchten und so weiter anbringen. Da bin ich vollkommen frei. Und das Bett, ja, das kann einmal als Querschläfer verwendet werden und dann als Längsschläfer. Und die Bettmaße sind mehr als üppig. Also das ist wirklich auch für große Personen absolut geeignet. Also eine tolle Geschichte mit den Längsbetten. Das sind übrigens die Holzverbinder. Hier sind 2 Stück mal geöffnet. Hier kann man sehr schön sehen, dass es an mehreren Stellen dann auch noch verbunden ist. Und damit es auch ja nicht quietscht, sind hier also nochmal solche Gummielemente mit eingelassen, die dann die Verbindung dann zur Außenwand denn herstellen. Und ja, es hat sich viel getan in Sachen, ich soll nicht mehr quietschen. Küche. Ganz modern, helles Holz. Hier der Blick nochmal von dem einen Bett. Also wenn ich jetzt hier auf dem Bett liege, kann ich quasi komplett in den Raum reingucken und das ist sensationell. Ich habe ein Raumgefühl wie in einem Riesenfahrzeug und das auf 6 Meter. Das ist wirklich beeindruckend. Also der Grundriss ist toll. Das geht sogar noch einen Schritt zurück. Ich mache das mal gerade. Jetzt bin ich ganz am Ende vom Fahrzeug. Auf dem Bett, so würde ich dann abends hier reinblicken. Hier rechts schaue ich auf die Alpen. Ne, es ist der Hof vom Freistaat. Aber all das ist wirklich weitläufig. Also ich fühle mich gar nicht eingesperrt oder zugebaut oder sowas, sondern habe ein sehr, sehr offenes Gefühl. Was ihr vielleicht auch seht hier, da ist so eine Maserung auf dem Holz drauf. Ich kann das sehr gut sehen hier. Das spiegelt sich so ein bisschen hier in dem Licht mit drin. Also eine 3D-Optik hier. Es ist also nicht flach oder irgendwas, sondern auch vom Holz her, vom Möbelbau her hat sich da viel getan. Also, muss man vielleicht mal das Thema Pössl, wer
das noch vielleicht unter einem anderen Vorwand in seinem Kopf hat, nochmal umparken, ist doch sehr, sehr hochwertig, das Ganze. Und braucht sich also auch nicht von den großen Wettbewerbern hier zu verstecken. Ja, das Bad, das ist erklärungsbedürftig und das werde ich euch jetzt mal erklären. Ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt umgebaut. Es hat mehrere Funktionen. Ich kann also einmal, wenn ich auf der Seite liege, muss ich einfach nur hier zuziehen und dann habe ich schon mal den Blick entkoppelt. Jetzt kann ich schon nicht mehr hier aufs Bett drauf gucken, von keiner Seite. Das ist also zu. Wenn ich einfach mal eine Ruhe haben möchte, dann muss ich hier vorne auch nicht verdunkeln. Ich mache hier zu und fertig. Dann kann ich hier ganz einfach meine Toilettentür verschließen, indem ich hier zumache. Das habe ich jetzt gemacht. Also jetzt stehe ich quasi hier, stehe in der Dusche drin. Hier unten drunter ist eine Dusche. Und wenn ich duschen möchte, dann funktioniert das wie folgt. Ich ziehe einfach diese Wand hier zu, habe dann einen großen Duschraum. Da stehe ich jetzt gerade drin. Der ist jetzt noch nicht geschlossen, aber gleich. Und ziehe den auf der Seite einfach komplett zu. Das mache ich mal gerade. So, der ist jetzt geschlossen. Und jetzt stehe ich in dem Raumbad drin. Das ist das Raumbad, so sieht das Ganze aus. Habe hier meine Toilette mit einer riesen Beinfreiheit, die mit drin ist. Hier ist mein Waschbecken mit drin. Auch das kann ich einfach entriegeln. Ich mache das mal gerade. Da ist es mit drin. Das ist eine Art Mineralwerkstoff hier mit drauf. Fühlt sich unglaublich wertig an. Also richtig schick, ist natürlich total schwarz. Deswegen sieht man nicht so viel. Aber das kann ich jetzt hochklappen, wenn ich auf Toilette möchte. Habe hier meinen Duschkopf mit drin. Den kann ich rausziehen und hänge dann diesen Duschkopf an der Stelle ein. Da ist der Duschkopf. Und damit ich dann nicht alles nass mache, gehe ich einfach hin und habe hier noch einen Vorhang und schließe diesen Vorhang hier. Der ist magnetisch. Und dann kann ich anfangen zu duschen. Also eine ziemlich coole Lösung. Und das Ganze auf 6 Meter. Bin ich dann fertig mit Duschen, habe ich 2 Möglichkeiten. Mal hier oben das Schränkchen öffnen. Da ist ein ganz normaler Schrank drin. Das sind noch meine Duschutensilien und Co. Wenn ich dann fertig bin mit Duschen, dann zieht sich das Ganze hier auf. Und zwar auf so eine Art Ziehharmonika. Und geht dann bis zu diesem Punkt. Und dann kann ich meinen Bereich entweder entkoppeln. Das hängt mit Magneten zusammen, die sind recht stark. Jetzt so mit einer Hand geht's. Jetzt ist es auseinander und habe jetzt wieder mein Bad geöffnet. Also hier drunter ist in der Duschablauf und so nutze ich quasi das hier als Durchgang. Und wenn ich es dann nicht brauche, nicht benutze, dann habe ich hier meine komplette Dusche, die ich dann auch verwenden kann. System verstanden? Ich denke ja. Ansonsten probiert es mal selber aus. Die Fahrzeuge stehen hier im Freistaat zum freien Probieren. Zum Glück sind sie alle fast ganz neu. Die neue Liga ist ja reingekommen. Und wer viel probiert, der macht vielleicht auch mal was kaputt. Das passiert halt hier schon mal, dass das ein oder andere nicht mehr vorhanden ist oder leicht deformiert. Man kriegt natürlich hier eine Einweisung, was man nicht machen soll. Aber ein guter Tipp ist, wenn irgendwas nicht aufgeht, reißt nicht mit Gewalt dran, weil meistens gibt es irgendeinen Trick, wie es aufgeht. Oder es ist teilweise auch gesperrt für den Vorführmodus, der hier mit drin ist. Ja, wir gehen raus. Da ist das Fahrzeug, schöne Farbe, schwarz. Ist natürlich nicht gerade die schmutzunempfindlichste Farbe, die es gibt, aber ich finde, das steht dem Fahrzeug wirklich sehr gut. Roadster 600L in schwarz mit Kassettentoilette und einem Citroën drunter. 14 Minuten, das war es wert und 520 Kilo Zuladung, 600L, 66.245 der Grundpreis, 51.499 Euro, 21. September 2022. Wir filmen beim Freistaat in Sulzemoos bei Glück Fahrzeuge und Freizeitfahrzeuge und das Ganze ist zwischen Augsburg und München in Sulzemoos, Nähe Dasing. Danke, tschüss.